Was ist mit Kessinger passiert? 6 Jahre lang war sie verschwunden. Keine Spur, kein Foto, kein öffentlicher Auftritt. Sie hatte sich komplett zurückgezogen, bis jetzt. Vor wenigen Tagen wurde mir ein Hinweis zugespielt, ein Video, öffentlich zugänglich. Es zeigt eine Frau. Sie tritt nur kurz ins Bild, doch wer sie kennt, erkennt sie sofort. Ich war mir nicht sicher, also habe ich recherchiert. Ich wollte wissen, wer die Frau ist und wo das Video aufgenommen wurde. Was ich herausfand, hat alles verändert. Denn jetzt weiß ich, um welche Beerdigung es sich handelt. Ich weiß, wer dort war. Und ich weiß, diese Frau ist Nicole Kessinger. In diesem Video werde ich zeigen, warum es keinen Zweifel mehr gibt. Wir sprechen über alte Kontakte, über neue Verbindungen, über merkwürdige Zufälle und über eine Geschichte, die vielleicht doch noch nicht zu Ende ist. Das Video stammt aus Billings, Montana, vom 16. Januar 2025. Es wurde live übertragen. Es handelt sich um eine Beerdigung. In der Dahl Funeral Chapel, die verstorbene Jessie Haydal. In ihrem Nachruf steht der Name ihrer Tochter, Danielle Allen, früher Danielle Haydal. Ich habe Danielle online gefunden, auf Facebook. Sie lebt in Billings und sie arbeitete bei Sunburst Consulting, genau wie Nicole damals. Danielle ist keine Unbekannte. Im FBI-Interview vom August 2018 sagte Nicole, sie habe kurz vor den Morden bei einer Freundin namens Danielle übernachtet. Am 12. August, 2 Tage nach den Morden, überwies sie dieser Freundin Geld per Venmo für eine Uberfahrt und Getränke. Diese Freundin, Danielle, war also eng mit Nicole verbunden. Und jetzt wurde ihre Mutter beerdigt. Und bei dieser Beerdigung taucht eine Frau auf, die aussieht wie Nicole. Ich habe das Video Frame für Frame analysiert. Dann habe ich PMIs verwendet, eine Software zur Gesichtserkennung. Das Ergebnis war eindeutig. Eine sehr hohe Übereinstimmung. Es kamen eindeutig alles Bilder von Nicole Kessinger. Nicht vage, nicht geschätzt, sondern klar. Die Frau im Video ist Nicole Kessinger. Sie war nicht zufällig dort. Sie war auf der Beerdigung der Mutter ihrer engen Freundin. Diese Freundin lebt in Montana. Jetzt wissen wir es besser. Aber was denkst du? Warum zeigt sie sich erst jetzt? Lebt sie in Montana? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Und wenn du mehr über Chris Watts, über Nicole oder andere ungelöste Details wissen willst, abonniere meinen Kanal. Ich recherchiere weiter. Und du bekommst jede neue Spur direkt mit. Es ist nicht nur die Beerdigung, nicht nur das Video. Es sind die Menschen um Nicole herum und wo sie heute leben. Ein Name fällt dabei immer wieder. Jim Gutowski, ein ehemaliger Kollege von Nicole. Auch er arbeitete bei Sunburst Consulting. Einige Foren behaupten sogar, er sei ein enger Vertrauter von ihr gewesen. Teilweise heißt es, er habe früher Zugang zu ihrer Wohnung gehabt. Belegen lässt sich das nicht, aber es passt in ein Bild, das immer klarer wird. Und dann kommt ein weiterer Name, Trent Bolte. 2018 sagte Trent, er habe eine Beziehung mit Chris Watts gehabt. Die Aussagen wurden nie offiziell bestätigt, aber sie sorgten für viel Aufmerksamkeit. Viele hielten ihn für einen Trittbrettfahrer, doch heute wird seine Rolle neu bewertet. Denn laut Reddit-Nutzern ist Trent Bolte der Cousin von Danielle Allen. Danielle, also jene Freundin, bei der Nicole kurz vor den Morden übernachtet hatte. Danielle, deren Mutter kürzlich beerdigt wurde. Danielle, die heute in Montana lebt. Auf einem alten Facebook-Profilbild von Danielle fand sich ein Like von Trents Verwandten. Von dort führt die Spur direkt zu Trent. Die Profile sind öffentlich, die Verbindung ist nachvollziehbar. Und es wird noch seltsamer. Nicole sagte damals,
Sie wisse nicht, wer Trent Bolte ist. Aber wenn Danielle ihre Freundin war und Danielle seine Cousine ist, dann stellt sich eine Frage. Wie konnte Nichol ihn nicht kennen? Noch ein Zufall? Oder ein Widerspruch? Wenn man dann noch weiß, dass sowohl Nichol als auch Trent zur gleichen Zeit in Wyoming lebten, in Orten, die nur 3 Meilen auseinander liegen, wirkt das alles nicht mehr wie Zufall. Einige glauben sogar, Nichol habe Trent ins Spiel gebracht, um von sich abzulenken, um Verwirrung zu stiften, um die Aufmerksamkeit zu verschieben. Und wenn man ehrlich ist, es hat funktioniert. Für eine Weile. Was denkst du? Sind das einfach nur viele kleine Zufälle? Oder steckt mehr dahinter? Schreib es mir in die Kommentare. Und wenn du wissen willst, welche Hinweise Trent Boltes Mutter 2018 den Ermittlern gegeben hat, dann bleib dran. Im letzten Teil zeige ich dir, welche Aussage alles verändert hat und warum es kaum noch Zweifel gibt, dass hinter allem mehr steckt. Es ist der 5. September 2018, 3 Wochen nach den Morden. Trent Boltes Mutter wird befragt. Von den Ermittlern, im offiziellen Protokoll steht, sie wusste, dass Trent in die Chris Watts-Sache verwickelt war. Was genau sie meinte, bleibt bis heute unklar. Aber es war kein Gerücht, kein Forenkommentar. Es stammt aus dem Discovery Report. Zur gleichen Zeit sagt Nichol, sie kenne Trent nicht. Sie wisse nichts über ihn. Aber sie verbringt genau an dem Wochenende der Morde Zeit mit dessen Cousine und taucht Jahre später auf der Beerdigung von deren Mutter auf. All diese Personen, Danielle, Trent, Jim, sie leben heute in Montana, genau wie die Frau aus dem Video. Die Frau, die aussieht wie Nicole Kessinger, die laut Gesichtserkennung Nicole Kessinger ist. Also, war das ein kurzer Besuch bei einer alten Freundin? Oder ist Nicole längst untergetaucht, in einem neuen Leben, umgeben von alten Verbindungen? Die Hinweise verdichten sich, die Zufälle werden zu einem Muster. Und das Muster ergibt ein klares Bild. Was denkst du? Hat Nichol sich ein neues Leben aufgebaut, mit Hilfe von alten Kontakten? War Trent Bolte nur eine Ablenkung? Und warum hat sie bisher niemand erkannt? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was du denkst. Ich lese jede einzelne Nachricht. Wenn du mehr über den Fall Chris Watts wissen willst, über Ungereimtheiten, über gelöschte Infos, über alles, was noch im Dunkeln liegt, dann abonniere den Kanal. Denn ich bleibe dran. Chris Watts. Der Mann, der das Unvorstellbare tat. Doch was, wenn die Wahrheit, die wir kennen, nur die halbe Geschichte ist? Nicole Kessinger. Eine Frau, deren Name in diesem Fall nicht verstummt. Ihre Rolle, ihr Alibi, ihre Aussagen, alles wirft Fragen auf. Was geschah wirklich in jener Nacht, als Shanann, Bella und Celeste starben? Und wie passt der mysteriöse Jim, der Mann, bei dem Nicole angeblich war, in diese Geschichte? 111 Minuten. So lange sprachen Chris und Nicole kurz vor dem Morden. Doch was besprachen sie? Warum gibt es keine Beweise für einen Anruf danach? Und warum hat Nicole Nachrichten gelöscht? Heute werfen wir einen unerschrockenen Blick auf die Geheimnisse hinter dem Fall Watts. Von toxischen Beziehungen bis zu einer möglichen Mittäterschaft. Was wurde übersehen? Die tödliche Affäre. Chris Watts führte scheinbar ein perfektes Leben. Eine Frau, 2 Töchter, ein schönes Zuhause. Doch im Sommer 2018 begann eine verhängnisvolle Affäre mit Nicole Kessinger. Diese Beziehung veränderte alles, während Shanann sich um ihre Kinder kümmerte und versuchte, die Ehe zu retten, wendete sich Chris
emotional ab. Doch war diese Affäre nur eine Ablenkung oder der Auslöser für die Tragödie? Nicole Kessinger behauptete, die Mordnacht bei ihrem Freund Jim verbracht zu haben. Doch es gibt keine bekannten Hinweise darauf, dass diese Aussage intensiv überprüft wurde. Weder wurden physische Beweise für ihr Alibi vorgelegt, noch scheint Jim selbst von den Ermittlern ausführlich befragt worden zu sein. Kurz vor den Morden führten Chris und Nicole ein Telefonat, das ganze 111 Minuten dauerte. Die Inhalte dieses Gesprächs bleiben unbekannt. Ermittler vermuten, dass sie alternative Messaging-Apps genutzt haben könnten, um Spuren zu verwischen. Doch warum sollte Nicole Beweise löschen, wenn sie nichts zu verbergen hatte? Dieses Gespräch könnte entscheidend sein, um die Dynamik zwischen den beiden zu verstehen und die Ereignisse dieser Nacht zu entschlüsseln. Dylan Tolman, ein ehemaliger Zellengenosse von Chris Watts, behauptet in seiner Buchreihe, dass Nicole Chris ein Ultimatum gestellt habe. Deine Familie oder ich. Könnte dieser Druck Chris zu seiner Entscheidung getrieben haben? Tolman beschreibt Nicole als eine treibende Kraft, die Chris zu den Taten anstachelte. Doch wie glaubwürdig sind diese Anschuldigungen? Und warum wurde diese Aussage nie intensiver untersucht? Zusätzlich zu den Aussagen von Dylan Tolman gibt es auch von David Carter, einem weiteren ehemaligen Zellengenossen von Chris Watts, belastende Behauptungen. Carter berichtet, dass Watts ihm gegenüber geäußert habe, Nicole Kessinger sei für den Tod seiner Kinder verantwortlich. Das Interview mit David Carter wird oben rechts eingeblendet. Nach der Verhaftung von Chris Watts gerieten auch andere Details ans Licht. Gelöschte Nachrichten, unüberprüfte Alibis und die Nutzung verschlüsselter Apps. Nicole Kessinger versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen. Doch ihre Handlungen werfen Fragen auf. Warum war sie so bedacht darauf, Spuren zu beseitigen? Und was genau wurde während der Ermittlungen übersehen? Abschließend stellt sich die Frage, ob der Fall Chris Watts zu schnell abgeschlossen wurde. Einige Beobachter meinen, dass die Ermittler sich möglicherweise zu sehr auf sein Geständnis verlassen und dadurch wichtige Aspekte wie das Alibi von Nicole Kessinger nicht ausreichend überprüft haben. Diese Einschätzung wird durch die Tatsache unterstützt, dass Kessinger nach den Morden ihren Browserverlauf löschte, was auf ein mögliches Bewusstsein für die Schwere der Situation hindeutet. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Kessinger bereits vor Beginn ihrer Beziehung zu Watts Informationen über seine Frau Shannan suchte, was Fragen zu ihren Motiven aufwirft. Diese unbeantworteten Fragen lassen Raum für Spekulationen darüber, ob alle relevanten Beweise und Zeugenaussagen im Fall Chris Watts vollständig berücksichtigt wurden. Die Rolle von Nicole Kessinger bleibt ein Rätsel. Ihr Alibi, ihre Aussagen und ihre Verbindung zu Chris werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Was denkt ihr? War sie unschuldig oder wusste sie mehr, als sie zugab? Schreibt es in die Kommentare. Was geschah wirklich in jener Nacht, als Shannan, Bella und Celeste starben? Und wie passt der mysteriöse Jim, der Mann, bei dem Nicole angeblich war, in diese Geschichte? 111 Minuten. So lange sprachen Chris und Nicole kurz vor dem Morden. Doch was besprachen sie? Warum gibt es keine Beweise für einen Anruf danach? Und warum hat Nicole Nachrichten gelöscht,